Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute werde ich einen leckeren Gnocchi-Auflauf machen mit buntem Gemüse. So wie Brokkoli, Aubergine, Zucchini. Dann habe ich eine rote Paprika, Zwiebel, Knoblauch darf nicht fehlen, Blattpetersilie, zum Überbacken noch Mozzarella-Streifen. Bevor ich anfange, das Gemüse zu schneiden, erhitze ich eine Pfanne auf halber Stärke, mache etwas Olivenöl rein, etwas von der flüssigen Margarine. Und sobald das Öl mit der Margarine heiß ist, gebe ich die Gnocchi rein. Und in der Zeit, wo sie langsam vor sich hin brutzeln und Farbe bekommen, kann ich mein Gemüse schneiden. Die Zwiebel, die halbiere ich erst. Schneide so ca. 2 bis 3 cm dicke Balken runter und dann schräg in Rauten. Gebe es in eine Schüssel. Den Knoblauch schneide ich ganz fein. Dabei immer auf die Finger aufpassen. Und gebe uns dann Zwiebeln dazu. Die Paprika wird erst halbiert. Das Innere mache ich dann weg. Auch da so ca. 2 bis 3 cm dicke Streifen runterschneiden. Und auch dann schräg in Rauten. Die Zucchini, das Ende wegschneiden, dann Länge nach halbieren, nochmal der Länge nach halbieren und auch da schräg reinschneiden, weil das die gleichen Rauten sind wie bei der Zwiebel und bei der Paprika. Aubergine. Auch das Ende wegschneiden. Bei der Aubergine, nicht jeder verträgt die Schale, die ist schwer verdaulich. Deswegen schäle ich immer gerne so ein paar Streifen von der Schale weg. Dann ist es besser verdaulich für den Magen. Ein paar Streifen lasse ich dran, dass man Kontrast hat. Auch da so ca. 2 bis 3 cm dicke Scheiben runterschneiden. Und schräg reinschneiden, wie beim anderen Gemüse auch. Nebenbei auf die Gnocchi aufpassen, dass sie nicht anbrennen. Öfters mal umrühren und durchschwenken. Das kann man alles nebenbei machen. Die kleinen Datteltomaten einfach nur halbieren. Ihr könnt sie alle einzeln schneiden oder wenn ihr euch traut, mehrere zusammen, die Hand drauf, dann wirklich die Mitte treffen und durchschneiden. Das geht nur mit einem scharfen Messer. Und die Klinge wirklich gerade halten. Dann kann eigentlich nichts passieren. Die Blattpetersilie einfach grob zusammenschneiden. Und auch da gerne die Stängel mit reinschneiden, weil da das meiste Geschmack drin ist. So, das reicht dann auch schon. Frühlingslauch in schräge Ringe schneiden.
kann man Petersilie dazugeben. Der Brokkoli, der wird roh angebraten. Einfach in dünne Scheiben schneiden, so gut es geht. Immer so ein bisschen vom Strunk mitnehmen, dann bleibt es besser haften. Und wenn es etwas auseinanderbröselt, ist es nicht schlimm. Den Strunk, den habe ich geschält. Er ist zu schade zum Wegzuschneiden. Einfach etwas feiner schneiden. So, wie ihr sehen könnt, mit Schneiden bin ich schon fertig. Die Gnocchi, die brauchen aber noch ein bisschen. Ich habe jetzt die Temperatur etwas erhöht, damit es ein bisschen schneller geht. Wenn die Gnocchi rundherum eine schöne Farbe bekommen haben, würze ich die mit Salz, Pfeffer. Und ganz wenig Muskatnuss. Dann schwenke ich es einmal um. Und gebe dann die Gnocchi erstmal in eine Schüssel. In derselben Pfanne, wo die Gnocchi drin waren, mache ich etwas Olivenöl rein. Und dann brate ich zuerst meinen Brokkoli an. Nicht so oft umrühren und wirklich von unten anbraten lassen, dass es schöne braune Farbe bekommt. Und erst wenn es von unten Farbe bekommen hat, durchschwenken. Und dann würzen mit Salz, Pfeffer. Jetzt noch circa eine Minute anbraten und dann kommt es mit zu den Gnocchi dazu. Der Brokkoli darf bissfest sein, dann kommt sowieso später nochmal in den Backofen und dann gart es dort weiter. Dann kommt jetzt der Brokkoli und den Gnocchi dazu. Ich mache hier gerade weiter. Wieder etwas Olivenöl. Und dann mache ich da die Zwiebeln mit Knoblauch rein. Die Zwiebeln scharf anbraten, bis sie eine leicht bräunliche Farbe bekommen haben. Dann kommen die Kirschtomaten rein. Die gleich würzen mit Salz, Pfeffer. Einmal durchschwenken. Und dann kommt die Blattpetersilie mit dem Frühlingslauf rein. Das sieht schon mal ganz toll aus. Und dazu vom Knoblauch und was ganz Feines. So, dann kommt es auch zu den Gnocchi dazu. Dann geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Gemüse. Jetzt den Boden gut bedecken mit Olivenöl, weil die Auberginen, die saugen ordentlich auf. Kurz warten, dass das Öl heiß ist. Und wenn das Öl heiß genug ist, zuerst die Aubergine reinmachen. Und die scharf anbraten. Die Auberginen sind schön angebraten.
Die werde ich würzen, auch die nur mit Salz, Pfeffer. Ja, kurz umrühren. Und auch zum anderen Gemüse mit den Gnocchi. So, dann zum letzten Mal Öl in die Pfanne. Und die Zucchini mit der Paprika, die kann man zusammen anbraten. Auch das Gemüse ist fertig. Da kann man jetzt die Herdplatte ausschalten. Das würze ich auch mit Salz, Pfeffer. Dann nochmal umschwenken. Und dann vorsichtig mit der Kelle rausnehmen und das Öl in der Pfanne lassen. Das will ich nicht im Auflauf drin haben. So, haben wir hier die ganze Gnocchi mit dem Gemüse. Das wird jetzt nochmal abgeschmeckt. Gut verrührt. Dann habe ich hier eine Bechamelsoße. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die gekocht habe, oben rechts in der Infobox mache ich einen Link dazu. Die ist wirklich ganz einfach zu machen. Dann gebe ich erstmal einen kleinen Teil damit rein, darf nicht zu viel sein. Und wird der Auflauf zu flüssig, wenn es zu viel ist. Ein klein bisschen verträgt es noch, darf auch nicht zu trocken sein. Dann kommt auch ein kleiner Teil von der Mozzarella-Streifen mit dazu. Gibt eine leichte Bindung. So, wenn alles verrührt ist, kommt es in Auflaufform rein. Ein bisschen glatt streichen. Oben drüber und restliche Mozzarella drauf machen. Gleichmäßig verteilen. Und dann kommt es bei 160 Grad für 40 Minuten in den Backofen. So, der Auflauf, da war etwas weniger wie 40 Minuten im Ofen drin. Und der ist auch schon soweit fertig. Dann hoffe ich, das Video und das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne was in den Kommentaren schreiben, wenn ihr möchtet. Abonniert kostenlos meinen Kanal, aktiviert die Glocke und ihr werdet kein weiteres Rezept mehr von mir verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.